Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben irgendwie Mist gemacht. Denn vor kurzem haben wir Folgendes gemacht, und zwar alle Akku-Tauchsägen in einem Video, in einem Test gehabt. Wir haben die beste rausgearbeitet, beste hier, beste da und so weiter und so fort. Das Video verlinke ich dir mal hier oben und darunter gab es einen Kommentar immer wieder. Ihr habt eine Säge vergessen. Und das stimmt, wir haben wirklich Mist gemacht, und zwar die neue Tauchsäge von Makita, die 40 Volt XGT, haben wir wirklich vergessen. Die schauen wir uns heute an und vergleichen die mit den beiden und mit allen anderen Sägen, die wir im Test hatten. Fangen wir also an, und ich freue mich, dass du da bist, denn das Thema Tauchsägen scheint dich genauso zu interessieren wie mich. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich so an Tauchsägen so ein bisschen rumknibbeln kann und die auseinandernehmen kann für euch oder besser die Funktion für euch noch ein bisschen erklären kann. Und das machen wir heute auch, denn wir haben hier heute 18, 36 und 40 Volt Geräte. Und warum das so ist, da kommen wir gleich dazu. Das ist ein bisschen verrückt, aber sei es drum. Da müssen wir gleich auf jeden Fall dringend drüber reden. Woher kommt aber das Ganze nochmal wirklich? Ich habe dieses 40 Volt Gerät, das XGT-Gerät, wirklich vergessen gehabt. Und da kommen wir auch gleich dazu. Aber erst einmal möchte ich noch mal ganz kurz auf die beiden Geräte hier eingehen. Denn das ist die DSP 600, das ist das Gerät hier. Wir haben hier das DSP 601. Die unterscheiden sich nur in einer einzigen Zahl. Ihr seht gleich warum. Und das hier ist dafür die SP 001G. Und zwar das XGT-Gerät. Bei den beiden Geräten ist es so, dieses Gerät, das habe ich getestet letztens und das ist super weggekommen. Wir gucken uns noch mal an, wie war eigentlich das Ergebnis. Das Endergebnis wurde sich eingereiht. Und zwar ist es so, dass die DSP 600 ist mit 14 Punkten aus unserem Test rausgegangen. Mehr Punkte hatte eigentlich nur Muffle mit 16, Festool mit 16 und Milwaukee mit 16. Insofern war es so im oberen Mittelfeld und war eine super solide, gute Säge. Und jetzt ist es so, dass ich aber sage, diese Säge macht eigentlich wenig Sinn, weil hier fehlt was. Hier an der Stelle fehlt ein Teil, nämlich es fehlt das Bluetooth-Modul. Wenn du jetzt so eine Säge hast wie die hier, dann musst du, es ist eine Akkusäge, das heißt, du hast hier an der Stelle nur den Sauger dran. Und dann hast du folgendes Problem, du nimmst einen herkömmlichen Sauger wie den hier, ja, den wir hier haben. Und was musst du machen? Ja, du musst ihn immer ein- und ausschalten nach jedem Sägen. Machst du das? Boah, das ist eher so, meist nur ein kurzer Schnitt, sägst und hast den Sauger gar nicht an, das ist total blöd. Das macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen gibt es ja auch Sauger, die entsprechend da das Bluetooth-Modul eingebaut haben und automatisch angehen. Und genau dafür hast du die 601. Diese Säge, 100% identisch, würde auch genauso in den Punkten landen, hat hier aber hier oben ein Bluetooth-Modul. Das kann man hier auch sehen. Ich mache das mal raus. So, schon länger nicht mehr gemacht. So, das ist er. Das ist das Bluetooth-Modul. So, ja, das ist ein ganz kleines Modul und da steckst du einfach nur rein und das kommuniziert dann mit dem Sauger und das funktioniert. Das Problem an der Stelle hier ist aus meiner Sicht aber folgendes. Ich baue es mal zur Sicherheit wieder ein. Das Problem ist der Preis. Und darüber müssen wir jetzt unbedingt mal sprechen, weil ich habe es mir extra noch mal kurz vom Video rausgesucht. Wir haben ja hier die 600er, 601 und hier das 40 Volt, das nagelneue Gerät. Und da ist vom Preis her ein bisschen komisch, denn wir haben hier einen Preis von so rund 340 € bei dem Gerät ohne Bluetooth. Wir haben hier ein Gerät, bei dem Gerät, also das hier mit Bluetooth, und weil die so selten verkauft wird, ist der Preis auch relativ hoch. Hier sind wir bei rund 420 €, also fast 100 € mehr, sagen wir rund 80 € mehr als die. Und jetzt könnte man sagen, ja, nehme ich halt die, ist alles kein Problem. Naja, das 40 Volt Gerät kostet nur 360. Also 30 € mehr als das. Aber hier hast du Bluetooth mit dabei. Das ist also schon dabei. Beim 40 Volt Gerät eigentlich gleich mit eingebaut, gibt es gar nicht ohne. Zumindest nicht, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ich gucke nochmal, wenn nicht, steht es unten in den Kommentaren. Insofern ist das hier ein Gerät, was preislich total relevant ist. So, das Thema technische Daten blende ich euch hier mal ganz kurz ein. Wusch, hier sind alle technischen Daten und du wirst sehen,
naja, die unterscheiden sich eigentlich gar nicht. Die sind annähernd identisch. Schnitttiefe, Schnittbreite, Schnitthöhe, Schnittlänge, Schnitt, was auch immer. Wir gucken uns das Gerät auch gleich nochmal im Detail an, aber du siehst, da ist nichts anders. Wenn du alle technischen Daten nochmal sehen möchtest, hier oben verlinke ich dir das auch. Geh auf den Werkzeugvergleich bei GoTools. Da hast du eine schöne Tabelle, da kannst du dir alles nochmal angucken, das kannst du dir ausdrucken. Da findest du auch die aktuellen Preise und so weiter und so fort. Da guckst du am besten mal dahin. Wenn dir gerade kein Link mehr zu sehen ist für euch, geh einfach auf gotools.de Werkzeugvergleich, wirst du finden. So, jetzt kommen wir zum Thema Akku. Und da wird es auch richtig, richtig spannend, denn ich habe ja gesagt 18 Volt, 36 Volt und 40 Volt. Und das ist so ein bisschen eigentlich völlig loco hier. Denn wir haben ja einen 18 Volt Akku. Ja? Das heißt, das hier ist eigentlich quasi ein 18 Volt Gerät, aber dann wir doch nicht, weil ich habe jetzt nur einen Akku drin. Ja? Einer ist raus, einer ist drin. Du siehst hier, Gerät geht nicht an. Ich muss beide Akkus drin haben, beide müssen genügend Saft haben. Dann geht das Gerät an. Deswegen ist das hier irgendwie zwar ein 36 Volt Gerät, aber für mich, in meinem Herzen, ist das eigentlich ein 18 Volt Gerät. Denn wenn du im 18 Volt System von Makita zu Hause bist, dann ist das ja quasi deine Säge. Obwohl die Säge selbst intern mit allem drum und dran ist immer ein 36 Volt Gerät. Das ist für mich auch einer der größten Schwachpunkte hier an diesem Gerät. Wir haben einfach 36 Volt, zwei riesige Klötze hier. Da die Säge ist ein bisschen unhandlich, ist auch vom Führen her nicht so schön, auch wenn man die so hinstellt, nicht so, baut hier sehr weit auf, ist hier auch vom Greifen her nicht so schön. Und das ist etwas, wo ich immer gesagt habe, ist nicht meine Lieblingssäge, die ist gut. Darüber kann man nicht sagen. Preis-Leistungswunder auf jeden Fall. Aber die zwei Akkus haben mich immer gestört. Und deswegen schieben wir die beiden jetzt mal wirklich zur Seite und gehen, die brauchen wir später nochmal, und gehen zu der hier. Jetzt haben wir hier ein Gerät mit 40 Volt. Und zwar können wir hier einen 40 Volt Akku, ja, hier einen riesigen 5 Volt oder auch einen 4 Volt, nicht 4 Volt, 5 Ampere oder 4 Ampere, nehmen wir, stecken den hier rein und haben ein viel schlankeres, viel griffigeres Gerät. Allein wenn du das hier anschaust, ja, wir nehmen das mal zur Seite, schau dir mal das von vorne an. Dieser Abstand und das hier, das ist viel, viel kleiner. Du hast hier vor dem Griff, ist das Ganze schon zu Ende. Hier nach dem Griff noch so einen weiten Punkt. Das merkst du auch wirklich beim Arbeiten, beim Handling. Jetzt könnte man sagen, das ist Korinthenkackerei. Ich würde auch verstehen, wenn jemand das sagt, aber das sind eben die Unterschiede. Und jetzt muss man sagen, hey, für kaum mehr Geld. Jetzt gerade aktuell gibt es zum Beispiel jetzt wo das Video gedreht wird, nur noch ein paar Wochen auf jeden Fall, gibt es ein XGT-Gel, da kannst du so einen, wenn du das Gerät kaufst, würdest du sogar gratis einen Akku dazu bekommen. Ja. Ob es den noch gibt oder ob es andere Deals aktuell gibt, auch das findest du unten in der Videobeschreibung. So, ihr habt gesehen, ihr habt einen Vierer, wir können aber auch hier so einen großen Fünfer dran machen, auch das würde funktionieren. Der trägt natürlich hier schon wieder ein bisschen auf, aber ist immer noch hier in einer Linie und ist immer noch schlanker als das. Auch vom Handling her finde ich es eigentlich ganz angenehm. Ich persönlich würde eher den Vierer nehmen und wir haben den Test, den wir gemacht haben, auch mit dem Vierer gemacht. So, wenn wir das erstmal so sehen, cool. Jetzt aber noch die Frage, warte mal, 40 Volt, 36 Volt intern. Was ist denn jetzt da der Unterschied? Keiner. Jetzt wird ihr sagen, hä, aber es sind ja 6 Volt mehr. Naja, nee. Das XGT-System, was wir hier haben, das ist im Grunde ein 36 Volt Akku. Und zwar im lastlosem Zustand hat er 40 Volt. Hat das Gerät, haben die zwei 18 Volt zusammen, aber eigentlich auch. Und bei dem Akku ist das so, sobald ein wenig Last drauf ist, hat er 36 Volt und das ist halt ein bisschen Marketing, aber das ist auch nicht schlimm. 40 Volt hört sich irgendwie schön an, ist dann halt so. Ich will nur, dass ihr wisst, dass das hier intern ja schon irgendwie dann doch eher das Ähnliche ist. Man muss aber sagen, dass diese XGT-Akkus, ja, auch wenn wir jetzt quasi rein rechnerisch eigentlich da drin nur 60 Volt haben, dass XGT enorm viel Kraft hat. Und aus meiner Sicht macht das System auch wirklich Sinn. Ich habe es am Anfang gedacht, macht das Sinn, was soll das und so weiter und so fort. Aber je mehr Geräte rauskommen, umso mehr komme ich da so rein, auch gedanklich, dass ich sage, ja, doch interessanter, als ich gedacht hätte, weil
wir einfach wirklich, wirklich super starke Geräte haben. Und deswegen gucken wir uns jetzt auch mal Folgendes an. Und zwar, ihr seht jetzt die Bilder vom Test. Wir haben hier unsere Buchenbowle genommen, haben dort, das sind glaube ich 5 cm große Buchenbowle. Und ihr seht jetzt eintauchen und einfach so durchziehen. Ganz entspannt, ganz schön und wunderbar. Und von der Kraft her muss ich ganz klar sagen, das war richtig, richtig viel Bums. Das lässt sich mit den Top-Marken auf jeden Fall, die wir hatten, auch den Siegern, das hatten wir nochmal, das ist vergleichbar mit Muffel, Festool, Metabo, Milwaukee, da ist die überhaupt nicht hinterher. Auch das Schnittbild, was wir hier hatten, das Schnittbild allgemein hier ist wunderschön, super sauber, richtig schön. Das liegt ja hier bei dem Test nämlich nicht an dem Sägeblatt. Wir haben ja immer dasselbe Sägeblatt genommen, dass ihr euch nicht wundert. Und zwar das Festool Panther-Blatt haben wir genommen. Warum das? Weil das auf allen Sägen gepasst hat und wir somit überall denselben Test machen konnten. Nicht, weil es irgendwie besser oder schlechter ist, sondern wir wollten ganz bewusst überall dasselbe Blatt nehmen. Hat wunderbar geklappt und da kann ich nur sagen, die Säge macht das und die Säge ist richtig gut. Ein anderer Vorteil übrigens von dem Akku ist auch noch folgendes. Du kannst die Säge einfach hier auf Sägeblattwechsel stellen. So. Und jetzt kannst du sie wunderbar hinlegen und kannst jetzt hier dran arbeiten. Das funktioniert viel angenehmer als jetzt hier. Weil wenn du jetzt hier auf Sägeblattwechsel stellst, so, dann ist das hier alles ein bisschen so, funktioniert nicht so richtig gut. Wenn man jetzt wiederum sagt, eigentlich soll man das Ganze ja ohne Akkus machen, gucken wir uns das aber auch mal an. Ja, dann wackelt das immer noch hier so hin und her, ist nicht optimal. Das sind so Kleinigkeiten, aber das merkst du, weil ab und zu musst du das Sägeblatt ja doch mal wechseln. Bei dem Gerät Akku raus und immer noch kannst du verstellen, machen und tun. Kleinigkeiten, aber die machen einen Unterschied. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns jetzt das Thema Schnitttiefe, Winkelgenauigkeit und all diese Dinge, ja, wie man das verstellen kann, das brauchen wir uns nicht nochmal groß angucken. Das habe ich im anderen Video schon gemacht und dort unterscheiden sich die SP, nochmal zur Sicherheit, dass ich den richtigen Namen sage, unterscheiden sich die DSP 600, 601 und SP 001 überhaupt nicht. Das heißt, die Winkelverstellung und all sowas, das funktioniert überall identisch. Ich persönlich bin der Meinung, die Säge würde mal so ein Refresh, das würde ihm einfach gut tun. Warum? Zum Beispiel Tiefeneinstellungen hier, das ist so ein bisschen mau, das kann man so machen aber viel besser mit nur reindrücken, hoch und runter. Ich habe ja auch keine Feinjustierung, die auch einige andere Geräte haben. Das sind so Kleinigkeiten. Dafür hast du aber auf jeden Fall eine Vorritzfunktion mit einem Klick, vorritzen, wieder raus, vorritzen, raus. Das ist schon geil, muss man sagen. Das ist schon wirklich schön. Und das ist kein Spielzeug. Diese Säge hat erstens Kraft. Diese Säge ist ausgereift, weil sie sich wenig unterscheidet von der anderen, die schon ewig auf dem Markt ist. Ausgereift ist gut, gute Qualität, gute Verarbeitung, ist nichts gegen zu sagen. Und versteht mich nicht falsch, ich will keine Werbung für die Säge machen, sondern ich freue mich, dass jetzt hier Makita gesagt hat, ich gehe hier einen kleinen Schritt weiter, mache hier ein paar kleine Änderungen. Auch hier dieses etwas mattere, die mattere Lackierung hier finde ich auch super schön. Kleinigkeiten. Aber wir sind ein bisschen weiter gegangen, aber sind vom Preis her in einem Segment, wo viele andere Hersteller noch nicht mal anfangen. Und das ist schon cool. Da kann man nichts sagen. Und deswegen muss man sich dann schon überlegen, welche Säge nehme ich denn und wo gehe ich ins Akkusystem. Und mit der Säge hat sie Makita-Freunden auf jeden Fall eine Sache super leicht gemacht, nämlich ins 40-Volt-System reinzugehen. Jetzt möchte ich euch aber noch eine Sache mitgeben am Ende. Und zwar, wo landet denn diese Säge jetzt in unserem Test im Verhältnis? Meinetwegen hier zu 600er und 601. Im alten Test war es so, dass diese hier 14 Punkte bekommen hat. Warum, weshalb, wieso? Ich kann ein bisschen was sagen. Zum Beispiel die Winkeltreue war super, die Ergonomie war gut, die Winkeleinstellung war gut, Vorritzfunktion, Sägeblattwechsel ist gut, Verarbeitungsqualität, wie kann man sie verstellen, ist gut. Die Drehung der Säge auf Mitte, ist alles super. Die Absaugung ist gut. Der hat einen kräftigen Motor. Also wie gut ist es? Man hatte die andere Seite auch schon 2 Punkte. Ja, Schnitttiefe, alles dasselbe. Da unterscheiden die beiden sich ja nicht, aber sie bekommt einen Punkt mehr. Und zwar haben wir damals ja alle Sägen mit 2 Akkus abgewertet, weil sie ja eben auch 2 Akkus immer benötigen. Und auch immer in Summe brauchst du ja 4 Akkus, 2 immer im Gerät, 2, die geladen werden.
Haben wir gesagt, da gibt es eine kleine Abwertung, hat die Säge nicht. Deswegen kommen wir jetzt bei der neuen, bei der 40 Volt auf 15 Punkte. Insofern nur noch ein Punkt hinter Muffle, Metabo und Milwaukee. Insofern mit minimalen Abstand zu den Top-Sägen in dem Test. Und ihr müsst ja sowieso für euch nochmal entscheiden und guckt euch das andere Video am besten auch nochmal an, wenn ihr euch für die Säge interessiert. Was sind die Kleinigkeiten, die für euch den großen Unterschied ausmachen? Weil es kann ja sein, dass ihr manche Sachen noch etwas anders wertet. Vielleicht ist das für euch sogar eine 18-Punkte-Säge oder. Aber das seht ihr, wenn ihr euch das dort anschaut. Übrigens eine Sache, ich zeige euch jetzt nochmal eine Sache kurz im Schnittbild, nämlich wie das funktioniert. Wir haben ja hier das Bluetooth-Modul, das kannst du hier einfach einmal draufdrücken, dann auf dem Sauger einmal draufdrücken, dann sind die beiden connected und dann kannst du auch schon loslegen. Dann ist es nämlich so, sobald hier Last gezogen wird, merkt das Bluetooth-Modul, jetzt geht's los und dann geht der Sauger an. Insofern machen diese beiden Geräte zusammen auch richtig Sinn. Den Sauger, den du gerade gesehen hast, den verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung, dass du siehst, wie gut das Ganze zusammenpasst. Und dass du vielleicht für dich das passende Bundle kaufst. Schreib mal unten in die Kommentare, was du von dem neuen Gerät hältst. Ich finde es richtig gut, richtig schön, diesen Schritt zu sehen. Und ja, ich mache jetzt mal weiter mit meinem Test. Mal gucken, ob ich vielleicht doch noch eine weitere Tauchsäge finde. Und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.